Hallo ihr Lieben und wie geht's euch? Ich bin Maria und heute reden wir über Apps, die du hier in Sydney brauchst. Da wir ja im Jahre 2021 leben und vieles digitalisiert wird und viele, fast alle, nicht alle, haben ein Smartphone, wissen, dass das Leben einfacher ist, wenn man die richtigen Apps auf dem Telefon hat, um seinen Alltag zu erleichtern und einfach sein Leben zu organisieren sozusagen. Und heute möchte ich euch ein paar Apps vorstellen, die ihr in meiner Meinung auf jeden Fall runterladen sollt, wenn ihr hier in Sydney lebt oder leben wollt. Fangen wir an mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da gibt es 2 Apps, die ihr euch runterladen könnt, müsst aber nicht, um ehrlich zu sein. Ihr könnt auch Google Maps benutzen, aber ich finde, dass diese Apps euch das Leben sehr erleichtern. Die erste App ist TripView. Da gibt es 2 Versionen. Da gibt es die TripView Lite, die ist umsonst. Und dann gibt es die TripView-Version, für die ihr bezahlen müsst. Die kostet ungefähr $5. Aber ihr bezahlt dafür nur einmal und habt die App für immer. Auf dieser App könnt ihr alle Routen sehen über Zug, Bus, Fähre oder Straßenbahn. Und was ihr damit machen könnt, ist, ihr könnt euch direkt die Route einstellen. Das heißt, wenn ihr jeden Tag zur Arbeit den Zug nimmt oder eine Kombination von Bus und Zug nimmt, weil ihr könnt direkt einstellen, von wo nach wo. Und die zeigt euch die Züge, die bald kommen. Die zeigt euch die Minuten, wie lange bis der nächste Zug kommt, wie voll der Zug ist und wo der Zug ist. Und für den Bus haben die sogar meistens ein Live-Tracker. Das heißt, wenn du auf der Bushaltestelle wartest, kannst du sehen, wo der Bus sich aufhält. Der Unterschied zwischen der bezahlbaren Version und der freien Version ist, in der freien Version kannst du deine Routen nicht speichern. Leider. Die zweite App, die ich euch empfehlen kann, ist die Opal Travel. Opal ist unsere Zugkarte oder öffentliche Verkehrsmittelkarte. Da kannst du Geld drauf aufladen und damit bezahlst du, wenn du den Zug oder Bus nimmst. Da tappst du in und dann tappst du out, dass die wissen genau, wie weit du gefahren bist und wie viel sie dir von der Karte abrechnen können. Minimum musst du da $10 aufladen und kannst bis unbegrenzt kannst du da Geld aufladen. Die App ist umsonst. Was der Vorteil an dieser App ist, du kannst auch Zugverbindungen sehen oder von Stationen eingeben, wie man von A nach B kommt. Aber was halt gut ist mit dieser App ist, du kannst deine Opal-Karte direkt von der App aufladen. Du musst nicht an der Zugstelle zum Automaten gehen und dir da manuell aufladen. Du kannst das über die App machen. Und was du über die App machen kannst, ist die automatische Aufladfunktion einstellen. Wenn deine Opal-Karte unter $10 fällt, dann lädt die sich automatisch auf. Was du auch sehen kannst, Sydney ist ja so innovativ, dass wir mittlerweile kannst du entweder deine Kredit- oder deine EC-Karte oder Debitkarte, wie die heißt, hier benutzen. Die funktioniert genauso wie die Opal. Du kommst zur Station an oder zum Bus an, die tappst du an und die ziehen dir das vom Konto direkt ab und dann kannst du in der App deine kontaktlosen Trips sehen, die du mit deiner Kredit- oder Debitkarte bezahlt hast. Ich zum Beispiel habe meine Opal-Karte seit einem Jahr nicht mehr benutzt. Benutze mein Telefon für den Zug und den Bus. App Nummer 3 ist die Service New South Wales App. Die Service New South Wales App ist sozusagen unsere Landratsamt-App. Service New South Wales macht alles von Autoregistrierungen, Führerschein. Auf dieser App kannst du deinen Führerschein hochladen. Wenn du einen New South Wales Führerschein hast, dann kannst du den da hochladen. Dann brauchst du deinen Geldbeutel nicht immer mitschleppen, dann hast du das auf dem Telefon. Das ist auch die App, wo du deine Knöllchen sehen kannst. Du kannst dein Auto, glaube ich, registrieren über die App. Und ganz wichtig, der Covid-Check-In. Sehr gute App, kann ich nur empfehlen, wenn du im Staat der New South Wales lebst. Das ist jetzt nicht Sydney direkt, das ist überall in New South Wales. App Nummer 4 ist Auspost, also australische Post. Mit der australischen Post-App kannst du Lieferungen verfolgen, dich ausweisen bei der Post. Wenn ihr das wisst, wenn der Postbote nicht geklingelt hat
obwohl du zu Hause warst. Und die schmeißen diesen Zettel rein. Wenn du mit der Auspost registriert bist, dann kriegst du das normalerweise auf der App. Und wenn du da zur Post gehst, dann kannst du denen einen Barcode zeigen und die scannen das. Und dann brauchst du eigentlich dieses Papierchen nicht, weil alles auf der App gespeichert ist. Du kannst Postschließfächer einstellen von dieser App und so weiter und so fort. Apps Nummer 5. Das ist die Kategorie Einkaufen. Und zwar 3 Apps, die ich auf meinem Telefon unbedingt habe, ist Aldi, Woolworths, also Woolies und Coles. Aldi, nicht weil ich Deutsch bin, sondern weil Aldi immer diese Special Buys hat, wo sie jeden Mittwoch, glaube ich, die Mittelreihe vom Aldi hat ja immer diesen Krimskrams und manchmal haben die echt gute Sachen und ich habe diese App, um einfach nur zu sehen, was jeden Mittwoch neu im Angebot ist. Ganz ehrlich, da wir ja im Moment im Winter sind in Sydney, warte ich, dass sie Glühwein im Angebot haben. Glühwein ist sehr hart hier zu bekommen. Woolies und Coles erneuern ihre Angebote auch jeden Mittwoch und dann kannst du den Katalog in der App sehen, was sind denn die neuen Angebote für die kommende Woche. App Nummer 6 ist New South Wales Fuel. New South Wales Fuel ist eine Benzinvergleichungs-App. Auf dieser App kannst du Trends sehen für den günstigsten Tag oder wie der Benzinpreis hoch und runter geht. Du kannst den Benzin einstellen, den du tankst, ob es E10 ist oder 98 oder was weiß ich, wie die heißen. Du kannst Preise vergleichen, du kannst Favoriten setzen. Das heißt, bevor du zum Tanken losfährst, kannst du die App checken, wo es denn am günstigsten ist, anstatt jede Tankstelle abzufahren. Nummer 7 ist My Practice App. My Practice App ist eine Hausarzt-App und My Practice gehört zu My Health. Ich erkläre euch das so und es kann sein, dass es nicht 100% korrekt ist, aber My Health ist so eine Ärztegemeinschaft. Wir haben hier My Health Praxen und die Ärzte, die dort arbeiten, sind nicht an die Praxis gebunden und die Ärzte rotieren sozusagen, aber meine Praxis hat halt immer seine Ärzte und du musst halt nur wissen, an welchen Tagen die da sind. Und da gibt es verschiedene Apps. Ich glaube, da gibt es Health Engine und da gibt es noch eine andere. Und über diese App kannst du Termine buchen mit dem Arzt, den du sehen willst. Du kannst seine Laborberichte sehen, du kannst seine Überweisungen sehen. Also ich gehe demnächst zu einem Spezialisten und der Spezialist hat gesagt, ich brauche deine Blutwerte und dann kann ich mir die von dieser App runterladen und die einfach per E-Mail an den Spezialisten schicken. Das funktioniert alles sehr digital heutzutage. Nummer 8 sind Lieferung-Apps, also Essenslieferungen. Da gibt es ein paar. So, die ganz normalen, die man kennt, ist Menulog, Deliveroo, Uber Eats und so weiter und so fort. Darüber rede ich nicht. Ich rede über 2 bestimmte Apps und eine ist Easy. Die hat am Anfang, als die gelauncht hat, diese App, die hat nur asiatisches Essen geliefert. Und dann kannst du aus deiner Umgebung aus asiatisches Essen bestellen. Mittlerweile habe ich gesehen, dass viele andere Restaurants sich auch mit dieser App zusammengetan haben. Also es ist nicht mehr exklusiv zum asiatischen Essen, aber es ist eine gute App und deren Lieferpreise sind sehr günstig. Und die zweite App ist, wenn du gerne Kaffee trinkst, so wie ich, kannst du dir die App Hey You Skip the Queue App runterladen. Und zwar, wenn du auf Arbeit fährst, kannst du das auf der App bestellen in deinem Lieblingskaffee. Auf dem Weg zur Arbeit, von der Station zur Arbeit, kannst du dir den Kaffee abholen. Die bereiten den vor und dann stellen die den normalerweise in so eine Abholecke und dann kannst du den einfach nehmen. Da brauchst du dich nicht anstellen, da brauchst du nicht bestellen, das machst du alles über die App, du bezahlst über die App. Alles, was du machen musst, ist vorbeilaufen, abholen. Und das war's. Nummer 9 sind Bank-Apps. Manche Apps sind besser als andere, manche Banken sind besser als andere, aber zu welcher auch immer Bank du gehst, ich würde dir empfehlen, downloade die App, weil hier macht man sehr vieles über die App.
Du brauchst hier fast gar nicht mehr zur Bank gehen, außer wenn du Geld abheben möchtest oder wenn du irgendwelche großen Summen überweisen musst oder wenn du dich mal ausweisen musst oder so. Aber mit Covid hat sich sehr vieles zur Digitalisierung gewandt. Bank-Apps sind sehr fortschrittlich hier und ganz ehrlich, man braucht gar nicht mehr das Haus verlassen. Die 10. und vorletzte App ist die TRS-App. Und zwar, wenn du hier in Australien lebst und das Land verlässt für was weiß ich welche, ob du reisen gehst oder wieder zurück nach Hause gehst oder sonst irgendwas, dann kannst du Güter, die über $300 kosten, kannst du dir die Steuer zurückzahlen lassen. Zum Beispiel, ich kaufe meiner Mutter das neue iPhone und ich weiß, in den nächsten 6 Wochen fliege ich nach Deutschland, kann ich den Kassenzettel und das iPhone über diese App registrieren und wenn ich zum Flughafen gehe, dann zeige ich denen die App, dann zeige ich denen das Telefon, die scannen das und dann geben sie dir die Steuer, die du auf dieses Telefon bezahlt hast, geben sie dir zurück. Entweder bar oder Überweisung, das ist, kannst du dann entscheiden. Und theoretisch darfst du das Gut nicht wieder mitbringen. Viele Leute finden einen Weg drumherum, um die Güter wieder mitzubringen, falls du weißt, was ich meine. So, das sind die 10 wichtigsten Apps. Also ich weiß, es sind mehr als 10. Aber da gibt es natürlich auch andere Apps. Ich habe die Lotto-App. Ich spiele einmal in 3 Monaten Lotto. Anstatt zu einem Laden zu gehen und mir ein Lotto-Ticket zu kaufen, mache ich das über die App. Die lassen dich auch gleich wissen, ob du gewonnen hast oder nicht. Und natürlich WhatsApp, Signal, welche auch immer App du benutzt, um mit Freunden und Familie zu kommunizieren. Ich habe Stocard. Stocard ist für alle meine Punktesammelkarten wie die Drogerie oder Woolies oder Coles oder sonst irgendwas. Und dann habe ich natürlich Uber. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn ja, gib mir doch ein Like und abonniere mich, falls du mehr Videos sehen möchtest. Und ich wünsche dir einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wo auch immer du bist. Ich sehe dich in meinem nächsten Video. Tschüss!